Eins verspreche ich dir, Luise. Solange ich lebe, werdet ihr beide keine Ruhe finden. Du und dein Gregor. Hört auf, bitte! Ihr drängt auf die falsche... Ich war das. Ich habe das Oberteil in deine Tüte reingesteckt. Du hast das Teil gestohlen und mir untergejubelt? Es tut mir leid. Ach, und du glaubst, damit ist es getan? Wie bist du eigentlich drauf? Ich verstehe dich auch nicht mehr. Ich wollte das nicht. Es ist einfach so passiert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich wollte unbedingt dieses Oberteil haben und ich hatte deine Tüte in der Hand und dann habe ich es einfach eingesteckt. Aber ich wollte dich da niemals reinreiten. Bitte, das musst du mir glauben. Ich muss gar nichts. Christian, Rebecca, du hattest tagelang Zeit, das Ganze richtig zu stellen. Und hast kein Wort gesagt. Hallo. Störe ich? Nein, du kommst genau richtig. Komm, wir gehen da hinten hin. Wir reden zu Hause. Komm. Ich habe die ganzen Jahre geglaubt, mein kleiner Junge wäre tot. Und dabei hat Francesca mich angelogen und dich großgezogen. Aber jetzt habe ich dich wieder. Mio figlio. Und ich meine Mutter. Ja. Trotzdem hör zu, wir sollten das Ganze erst mal sacken lassen. Ups, ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Ich wollte nur... Habt ihr was? Nein, das ist alles bestens. Und selbst? Alles im grünen Bereich? Im grünen Bereich, ja? Ja, du warst doch beim Arzt. Was sagt er denn? Dass ich dich um Jahre überleben werde. Na, das ist doch schön. Ich meine, es freut mich, dass dir nichts fehlt. Ja, sicher, Ansgar. So wie du dich hier in letzter Zeit aufgeführt hast, musste man ja glauben, du verlierst den Verstand. Die einzig Irre in dieser Familie ist deine Tante. Aber irgendwie scheint dich das gar nicht zu stören, so eng wie ihr inzwischen miteinander seid. Das täuscht, Tanja. Maria ist mir nützlich. Mehr nicht. Auf dem Fürstentum lasten so hohe Schulden, dass sich der Insolvenzverwalter sogar vorbehalten hat, das Schloss versteigern zu lassen. Was? Die wollen dein Zuhause versteigern lassen? Naja, wenigstens konntet ihr euer Familienarchiv vor dem Insolvenzverwalter retten. Der Verkehrswert von dem Archiv ist zu gering, als dass er zur Konkursmasse gehört. Wie wär's denn mit einem Flohmarkt? Ein Flohmarkt. Kein normaler Ramschflohmarkt, sondern ein total glamouröser auf Schloss Waldenstein. Luise, du lädst den ganzen Jetset und den Adel ein und dann bieten wir alles, was dir gehört, zum Verkauf an. Möbel, Porzellan, Erinnerungsstücke, Dekokrams, natürlich alles zu total gesalzenen Preisen. Ihr seid doch blöd. Ihr habt ja bestechend gute Laune. Igor, alles geklappt? Ja, Herr Bender hat sich picobello um alles gekümmert. Bei euch? Olli hatte gerade eine gute Idee, wie ich zu etwas Geld kommen könnte. Ja, das muss aber eine sehr gute Idee sein. Warum? Was hat der Insolvenzverwalter gesagt? Wie viel Geld brauchen wir, um die Versteigerung zu verhindern? Das willst du gar nicht hören. Sag.
20 Millionen. 20? Das ist vollkommen utopisch. Mir ist schon klar, dass in letzter Zeit bei dir nicht alles ganz rund gelaufen ist. Aber was du dir da jetzt schon wieder geleistet hast, echt. Tut mir doch auch leid. So wie damals, als du dir Geld von mir gepumpt hast, um es dann bei irgendwelchen sinnlosen Shoppingtouren rauszuschmeißen? Ich weiß. Rebecca, du hast ein Problem. Und zwar ein massives. Und du solltest dir langsam mal überlegen, wie du das in den Griff kriegst. Ja, und? Es wird nie wieder vorkommen, ich schwöre es. Ja, das will ich auch hoffen. Sebastian, könntest du vielleicht mit der Polizei reden? Ich meine, als Anwalt und ein gutes Wort für mich einlegen. Ich glaube, da musst du diesmal alleine durch. Aber du bist doch mein Bruder. Ja, richtig. Und nicht dein Kindermädchen. Wird allerhöchste Zeit, dass du erwachsen wirst und lernst, dass man die Konsequenzen für sein Handeln zu tragen hat. Planst du eine Kur? Nein. Hannes möchte wissen, wo Uruguay liegt. Schließlich hat er da mal gelebt, erinnerst du dich? Ich warne dich, Tanja, wenn du auch nur im Traum daran denkst, unser Kind noch mal zu verschleppen, dann... Entspann dich. Unser nächster Ausflug geht in den Märchenpark. Hannes würde gern die Hexe von Hänsel und Gretel sehen. Obwohl, wenn wir in unserem Park ein Knusperhäuschen aufstellen und dir noch eine hübsche kleine Warze auf die Nase. Tanja, verzieh dich. Ja, bin schon weg. Danke, Wofür? dass du mich in Schutz genommen hast. Ich hatte ja schon Angst, als du das mit dem Nützlichsein gesagt hast. Ja, ich gebe zu, das war ein bisschen übertrieben, aber ich wollte nicht, dass Tanja noch misstrauischer wird, als sie ohnehin schon ist. Trotzdem, was uns hauptsächlich verbindet, ist unser Deal. Du musst deine Rolle als Francesca weiterspielen, damit wir die Holding nicht wieder verlieren. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und uns nicht mit irgendwelchem sentimentalem Kram ablenken. Ansgar, ich bin deine Mutter. Und wenn es jetzt nicht wirklich wichtige Dinge zu klären gibt, dann würde ich ganz gern weiterarbeiten. Was soll das? Hallo, Gräfin. Kopfschmerzen? Wie wär's, wir vergessen dieses ganze Desaster mal für einen Tag und machen uns eine schöne Zeit? Ja, aber der Spediteur, der die Sachen zu Tante Josephine bringt, der kommt doch schon morgen früh. Und ich möchte sicher sein, dass das Archiv vollständig ist, bevor ich es einlagere. Außerdem ist es doch nur noch diese eine Kiste. Dann mache ich uns mal eine schöne Tasse Kaffee. Ach, da ist sie ja. Was? Die Inventarliste für die Gemäldegalerie. Was passiert eigentlich mit den Bildern? Die hat Eduard zur Sicherheit. Wie viele Ansprüche hat der Kerl eigentlich? Also eines kann man uns Waldensteigs nicht zugute halten. Kunstverstand. Fast 100 Ahnengemälde, aber keines von ihnen ist so richtig was wert. Und das einzige Meisterwerk, das wir jemals besessen haben, stellt sich natürlich als Fälschung heraus. Tja, sicher hätte die Unvernunft der Gefühle Waldensteig vor dem Ruin retten können. Aber wir schaffen das auch so. Das ist eine Expertise über die Unvernunft der Gefühle.
Anke Seindl hat es vor 5 Jahren erstellt. Das ist die Expertin für mitteleuropäischen Spätbarock. Ja, schön, dann wussten die früher schon, dass das Ding eine Fälschung ist. Nein. Nein, eben nicht. Sie versichert, dass es sich um ein Original handelt. Was ist hier überhaupt los? Ja, das wüsste ich auch gern. Ich habe übrigens vorhin die Blumenarrangements gesehen, die für die Taufe geliefert worden sind. Das wird bestimmt wunderschön. Der Kristallsaal ist schon dekoriert. Wollen wir uns das nachher mal anschauen, Lydia? Ja, gern. Kommst du mit? Ja. Das heißt, geh lieber allein. Ist alles okay? Oh, ich denke, wir wissen doch alle, warum bei unserem lieben Taufpaten keine rechte Begeisterung aufkommen will. Die Taufe wird bestimmt Ganz wunderbar, ja. Und ich habe auch kein Problem damit. Können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Gern. Aber irgendwas ist doch. Ist es auch. Aber es hat nichts mit der Taufe zu tun. Sebastian ist wegen mir so mies drauf. Wieso? Was ist passiert? Rebecca, du brauchst das jetzt nicht vor allen auszubreiten. Früher oder später macht das ja doch die Runde. Ich habe in einem Laden etwas gestohlen und wollte Christian Mann dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Du hast was? Nicht wirklich, oder? Ja, ich bin eine Diebin. Schön, dass du das zugibst. Dann kriege ich ja vielleicht auch mal meine 200 € wieder. Oder sind Sie sich 100%ig sicher? Gut, ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ja, ich melde mich wieder. Wiederhören. Bender schwört, dass das Gemälde nach Erstellen der Expertise Waldensteig nie wieder verlassen hat. Und es besteht nicht die Möglichkeit, dass irgendwer auf Waldensteig das Original gegen eine Fälschung ausgetauscht hat? Es hing hinter Panzerglas. Und wir hatten Kameras und Bewegungsmelder und was weiß ich nicht, was für Sicherheitsmaßnahmen. Die Versicherung hat darauf bestanden. Das heißt, das Bild war echt, bis es zur Restaurierung nach Königsbrunn kam. Dann sollten wir mal diesem Restaurator auf den Zahn fühlen. Oh ja, das sollten wir tun. Also, das ist ja nett, dass ihr so besorgt um mich seid, aber ich bin erwachsen und ich habe begriffen, dass ich die Konsequenzen für mein Handeln selber tragen muss. Super, dann kommst du heute ohne Abendbrot ins Bett und die Sache ist gegessen. Super Witz. Und Rebecca droht eine Vorstrafe. Richtig, so unbedingt witzig ist das gar nicht. Weder für die Jobsuche noch für... Wie toll ich meine Zukunft ruiniert habe, könnt ihr auch ohne mich diskutieren, oder? Becky, warte. Hey, wir sind doch nicht gegen dich. Du hast dir zwar ein selten dämliches Hobby zugelegt neuerdings, aber... Mann, du bist und bleibst meine absolute Lieblingsschwester. Da habe ich aber Glück, dass ich in der Abteilung nicht allzu viel Konkurrenz habe. Hier. Du tropfst. Ich war vielleicht vorhin ein bisschen hart zu dir. Aber wir sind eine Familie. Und wir lassen dich nicht im Stich. Heißt das? Ja, ich sehe zu, dass du irgendwie aus der Sache ohne Vorstrafe rauskommst. Damit du dir nicht deine Zukunft ruiniert hast. Aber mach sowas bitte nicht nochmal. Ganz bestimmt nicht. Glaubst du nicht, der Typ hat das Bild noch? Ich meine, dann wäre es ja relativ leicht, ihn zu überführen. Das hat er nicht für sich gemacht. Der Mann ist ein international anerkannter Restaurator. So jemand, das macht er nur, wenn er entweder sehr gut bezahlt wird oder weil er unter Druck gesetzt wird. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die würden alles, und ich meine wirklich alles, dafür tun, um an so ein Meisterwerk zu kommen. Okay, hey,
wenn wir es mit solchen Leuten zu tun haben, wäre es dann nicht vielleicht besser, die Polizei mit einzubeziehen? Ich habe kein Interesse daran, dass du dich in Gefahr begibst. Ach, Gefahr. Unsinn. Wir treffen uns ganz unverbindlich im Schneiders. Ich habe ihm gesagt, dass ich ein paar Fragen habe, die die Versicherung an mich gestellt hat. Außerdem, du bist doch bei mir. Was soll mir denn da schon passieren? Nochmal, wir reden hier von Betrug in zweistelliger Millionenhöhe. Das ist eine ziemlich kriminelle Angelegenheit. Ja, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass er sich in Sicherheit wähnt. Ich gebe mich einfach ein bisschen weltfremd und naiv. Vielleicht schaffe ich es ja, dass er sich verplappert. Du glaubst, du bist Emma Peel, ne? Wer ist das? Die Heldin einer alten Fernsehserie. Ach so. Bist du fertig? Ja, ja. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie auf unseren Termin gut vorbereitet sind und mich hier auf Kaution herausholen. Ist das klar? Lass nur nicht mal machen. Fräulein Weber, was gibt's? Die Sekretärin hat einen wichtigen Anruf für Sie und will durchstellen. Hallo? Ja, Sie haben fabelhafte Arbeit geleistet. Was ist das Problem? Sieh mal einer an. Luise entgeht aber auch gar nichts. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Sie fahren am besten in den Urlaub für ein paar Wochen. Am besten dahin, wo es schön ist und Ihr Handy nicht funktioniert. Die Rechnung übernehme ich. Haben Sie verstanden? Danke. Das war wirklich wichtig. Gibt's noch irgendwas, was ich für den Termin wissen müsste? Nein, machen Sie einfach Ihren Job und holen Sie mich hier heraus. Okay. 20 Millionen, das ist echt krass. Ich schätze mal, demnächst zieht irgendein reicher Russe mit seiner Bling-Bling-Freundin auf Altensteig ein. Ach nee, guck mal, wer da kommt. Du willst doch hoffentlich nicht zu uns. Doch will ich. Ich war feige und hinterhältig und ich schäme mich dafür. Ich würde alles dafür tun, wenn ich das Ganze ungeschehen machen könnte. Und es tut mir so leid, dass du wegen mir fast ins Gefängnis. Also, dass ich dich in so eine beschissene Situation gebracht habe. Beschissene Situation, ja? So könnte man das nennen. Aber ich habe daraus gelernt und ich werde alles dafür tun, damit ich meine Probleme in den Griff bekomme, damit ich mir selber wieder in die Augen schauen kann. Ja, und ich wollte fragen, ich weiß, es ist viel verlangt, aber vielleicht könnten wir trotzdem weiter Freunde sein. Wäre ja zu schön, wenn Sie Waldensteig wirklich retten können. Ja, das hängt alles von dem Termin gleich ab. Ja. Ja? Ja, dann kann ich nur die Daumen drücken. Toi, toi, toi. Danke, das ist nett. Meinst du, der Typ kommt noch? Ich rufe ihn mal an. Mailbox. Vielleicht ist er misstrauisch geworden. Aber ich war eigentlich ganz nett zu ihm. Warum fahren wir nicht einfach zu ihm hin? Wenn der Typ was ahnt, dann müssen wir jetzt die Polizei rufen. Luise, meine Liebe. Wie schön, dich wiederzusehen. Du bist wieder frei? Ja, wie ein Vogel. Die Haftrichter haben eingesehen, dass bei einem Eduard von Tepp keinerlei Fluchtgefahr besteht. Ja, wo soll ich mich auch verstecken? Man kennt mich. Außerdem wankt die gesamte Anklage
Meine Anwälte haben glaubhaft gemacht, ich hätte auf der Ruine eine Trainingsstunde absolviert. Du weißt ja, gutes Training ist das A und O. Tep, was wollen Sie? Ich will verhindern, dass Sie umsonst warten. Ich weiß, Luise, du hast einen Termin mit dem Restaurator. Ja, der ist nun leider verhindert. Ja. Du hast mir gerade noch gefehlt. Echt? Ansgar, du mir auch. Und die Sehnsucht hat mich hierher getrieben. Ich kann mir auch echt Schöneres vorstellen, als mich von dir hier anpumpen zu lassen. Dann geh doch einfach wieder. Sobald du das hier abgesegnet hast. Ich mag nicht in einem Poesiealbum schreiben. Das ist das Interview, was wir heute mit dir und Francesca geführt haben. Und sie hat darauf bestanden, dass du es autorisierst, bevor es in Druck geht. Na schön, meinetwegen. Gott, was für ein Geseier. Echt unglaublich, dass du das bist, von der Francesca da schwärmt. Aber wahrscheinlich liebt man sein Kind immer, egal wie missraten es ist. Wenn du irgendwelche Änderungen willst, dann am besten heute noch. Ansonsten geht das Geseier genauso raus. Aber dieses überwältigende Gefühl, dass uns etwas ganz Tiefes und Großes verbindet und dass wir zusammengehören, dass wir ein Fleisch und Blut sind, das war sofort da. Vor allem bei Ansgar und mir. Danke. Und dazu noch eine Flasche Schneiders Nummer 1. Sehr wohl. Wie kann das sein, dass der Restaurator dich anruft, wenn er einen Termin mit mir absagen will? Nun, er hat wahrscheinlich deine Nummer verlegt. Aber deine hat er noch. Aber natürlich hatte er die. Schließlich haben die beiden die ganze Zeit unter einer Decke gesteckt. Ich meine, das Gemälde war für dich. Ja, die einzige Gelegenheit, Waldensteig zu retten, ohne ihn hier heiraten zu müssen. Eine gewagte These, aber es ehrt mich, was Sie mir alles unterstellen. Ja. Und Sie wissen gar nicht, was Sie Louise damit angetan haben. Und Ihrem Vater, den Sie auf dem Gewissen haben. Jetzt sag uns endlich, wo das Bild ist. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Wo ist das Bild? Nun ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, es kann sein, dass in solch brenzligen Situationen es bisweilen zu einer spontanen Selbstentzündung kommt. Du willst uns sagen, du hast das Bild verbrannt?